Hi, ich bin Alex von meinbafög.de und in diesem Video gebe ich dir einen Überblick darüber, welche Möglichkeiten du in Deutschland hast, um dir dein Studium zu finanzieren. Das Ganze soll ein erster Überblick sein. Detailliert erklären wir dir die einzelnen Finanzierungsformen noch einmal separat. Jetzt aber erst einmal viel Spaß bei dem Video. Das BAföG. Jeder Student oder Schüler hat davon wahrscheinlich schon mal etwas gehört. Das BAföG ist geregelt durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz und ist eine staatliche Unterstützung. BAföG können Studierende, aber auch Schüler erhalten. Dabei ist die Förderung grundsätzlich von deinem Einkommen, deinem Vermögen und vom Einkommen deiner Eltern abhängig. Das BAföG für Studierende ist zur Hälfte ein Darlehen und zur anderen Hälfte ein Zuschuss des Staates. Das bedeutet für dich, du musst die Hälfte dieser Förderung zurückzahlen. Dabei verläuft die Rückzahlung zinslos und beginnt frühestens nach 5 Jahren. Schüler müssen ihre Förderung gar nicht zurückzahlen. Falls du weitere Fragen zum Thema BAföG hast, schreib diese gerne in die Kommentare oder schau auf unserem Kanal vorbei. Der KfW Studienkredit. Damit Studierende sich das Studium finanzieren können, bietet die KfW einen Studienkredit an. Die KfW ist eine sogenannte Förderbank, das heißt, sie agiert im Auftrag des Bundes und der Länder und hat als Ziel nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Förderung unter anderem von Infrastrukturprojekten, Nachhaltigkeit und eben Bildung. Der KfW Studienkredit hat mehrere Vorteile gegenüber einem normalen Bankkredit. Du erhältst den Studienkredit ohne besondere Sicherheit, das heißt ohne eine Bürgschaft von Dritten oder dem Hinterlegen von Gegenständen. Üblicherweise ist es nämlich so, dass wenn du dir zum Beispiel ein Auto oder eine erste eigene Wohnung über einen Kredit finanzieren möchtest, dass dann das Auto oder eben die Wohnung als Sicherheit für den Kredit dienen, dir also gar nicht zu 100% gehören. Das ist bei dem KfW Studienkredit anders. Diesen erhältst du ganz einfach, wenn du Student bist. Der zweite Vorteil ist die ratierliche Auszahlung. Während ein normaler Kredit auf einen Schwung komplett ausgezahlt wird, zahlt dir die KfW den Studienkredit in Raten aus, die du selber bestimmen kannst. Es besteht also nicht die Gefahr, dass du das Geld auf einen Schlag ausgibst, sondern du kannst es dir zur Deckung deiner Lebenshaltungskosten durch die monatliche Auszahlung perfekt einteilen. Der dritte Vorteil ist die niedrige Verzinsung. Während normale Kredite, bei denen keine Sicherheit hinterlegt wird, ziemlich hoch verzinst werden, sind diese Zinsen beim KfW Studienkredit wesentlich geringer. Auf Auszahlungen bis September 2022 fallen aktuell gar keine Zinsen an. Ab Oktober sind es dann laut KfW unter 4%. Bildungsfonds oder Studienfonds. Vielleicht hast du schon einmal etwas von Studienfonds oder Bildungsfonds gehört. Studien- bzw. Bildungsfonds werden von Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen aufgesetzt, um so Studierenden eine finanzielle Hilfe im Studium zu bieten. Entweder legen die Gründer des Fonds dabei genügend Geld ein oder sie sammeln Gelder von wohlhabenden Menschen oder am Kapitalmarkt. Bei Studienfonds ist es so, dass du dich als Studierender bei solch einem Fonds bewerben musst, um Geld zu erhalten. Du wirst dann während deines Studiums finanziert. Nach Abschluss deines Studiums und Eintritt in das Berufsleben zahlst du das Geld zurück. Wie viel du zurückzahlst und wie lange, das hängt von dem konkreten Bildungsfonds ab. Im Gegensatz zum BAföG ist bei Studienfonds das Einkommen der Eltern für die Förderung weniger entscheidend. Es wird häufig darauf geachtet, was du studieren möchtest und ob du später das Geld zurückzahlen kannst. Stiftungen und Stipendien. Auch wenn Stipendien in Deutschland oft nicht hoch genug sind, um sich nur mit ihnen das Studium zu finanzieren, können sie eine gute Ergänzung sein. Es handelt sich dabei nämlich um Geld, was du erhältst von einer Vereinigung oder Stiftung und nicht zurückzahlen musst. Dabei sollst du bei deiner Ausbildung oder deinem Studium gefördert werden. Auf Stipendien muss man sich in der Regel bewerben. Oft ist es erforderlich, dass man besonders gute Leistungen im Abitur oder dem Studium vorweisen kann.
Auch politisches Engagement oder soziales Engagement spielen oft eine große Rolle. Stipendien sind sehr begehrt und es gibt nicht allzu viele von ihnen. Trotzdem hast du mit guten Leistungen, sozialem Engagement und einem guten Auftritt im Bewerbungsprozess durchaus realistische Chancen, ein Stipendium zu erhalten. Das bekannteste Stipendium in Deutschland ist wohl das Deutschlandstipendium. Es wird ausgegeben von der Bundesregierung. Es gibt aber auch Stiftungen politischer Parteien bzw. sogenannte parteinahe Stiftungen, wie zum Beispiel die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Hans-Seidel-Stiftung oder die Konrad-Adenauer-Stiftung. Eine Liste zahlreicher Stiftungen in Deutschland findest du verlinkt in der Infobox. Der Nebenjob. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, während des Studiums im jeweiligen späteren Arbeitsbereich zu arbeiten, um so schon Erfahrungen zu sammeln und Kontakte zu knüpfen. Wenn du parallel BAföG beziehst, kannst du bis zu 450 € im Monat verdienen und brauchst keine Angst zu haben, dass dein BAföG gekürzt wird. Achtet immer darauf, wie viel ihr euch selbst zutraut, denn das Studium sollte immer im Vordergrund stehen. Das Kindergeld. Je nachdem, wie alt du bist, steht dir bzw. deinen Eltern Kindergeld zu. Kindergeld ist eine Leistung des Staates, die man in Deutschland bis zum 25. Lebensjahr erhält. Voraussetzung für einen Bezug bis zum 25. Lebensjahr ist, dass du dich in deiner Ausbildung bzw. einem Studium befindest. Kindergeld beantragt man bei der Familienkasse. Aktuell beträgt das Kindergeld 219 € im Monat. Hast du mehrere Geschwister, können es sogar bis zu 250 € sein. Das Kindergeld wird dabei grundsätzlich pro Kind gezahlt. Das Gute am Kindergeld ist, es wird wie der Minijob nicht auf das BAföG angerechnet und du kannst somit beides erhalten, ohne dass du Nachteile davon hast. Du siehst also, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dein Studium zu finanzieren. Ich hoffe, du konntest dir mit diesem Video ein paar Eindrücke verschaffen und du hast einen Überblick zu den Finanzierungsarten bekommen. Wenn du Fragen hast oder etwas ergänzen möchtest, schreib gerne in die Kommentare, abonniere auch unseren Kanal. Das Team von meinbafög.de und ich wünschen dir viel Erfolg bei deinem Studium.